ganz spannend, aber auch ein bisschen angsteinflößend, ehrlich gesagt, weil man hier jetzt irgendwie so sehr eng beieinander steht. Es geht nach vorne nicht und es geht nach hinten nicht. Also so richtig wohl ist mir dabei nicht. Aber was tut man nicht alles für die Königsfamilie? Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir können wenigstens einen Blick drauf erhaschen gleich. Ich verstehe auch nicht, was der sagt. Ja, from Germany. Guten Morgen, Bangkok hätte ich fast gesagt, aber die Grüße gehen raus, vor allem natürlich in den deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich nach Deutschland, weil ihr es mir gestattet habt, dieses Video mit Sonnenbrille. Es ist hier tatsächlich natürlich noch sonniger als auf Teneriffa. Ich habe mir schon ein schönes Plätzchen ausgesucht hier in meinem coolen Hotel, was ich mir für die ersten 3 Nächte in Bangkok ausgesucht habe. Mach's mir erstmal gemütlich, habe mir einen Kaffee geordert erstmal und dann habe ich heute direkt was vor, und zwar eine Tour mit dem Tuk-Tuk. Einen ganzen Tag lang bin ich unterwegs, habe ich mir Tuk-Tuk ausgeborgt, hätte ich fast gesagt. Nee, ich fahre nicht selbst. Das würde, glaube ich, niemandem hier in Bangkok gefallen. Aber ich werde mal Bangkok erkunden. Ich kenne ja Bangkok schon ein bisschen, aber ich hoffe, dass ich heute auch mal Sachen sehe, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe. Ja? Aber erstmal Zeit, entspannt hier anzukommen und euch vielleicht auch zu erzählen, wie meine Anreise hier nach Thailand so war. Ach, ganz schön anstrengend, ehrlich gesagt. Also ich habe eine Flugkombination gebucht gehabt, insgesamt 14 Stunden irgendwas. Und die Anreise ist normalerweise ja das, was am meisten Spaß macht, mit dem ganzen langen Flugzeugfliegen, weil man sich ja also sehr freut, darauf hier anzukommen. Aber gestern war das, ehrlich gesagt, wirklich ein bisschen anstrengend, denn auf dem ersten Flug habe ich nicht die Sitzplätze bekommen, die ich gebucht habe. Ich habe extra 70 € pro Strecke mehr ausgegeben, also 140 €, um von Berlin nach Bangkok zu kommen, damit ich mehr Beinfreiheit bekomme. Ja, die habe ich auf dem ersten Flug leider nicht bekommen. Ganz einfach, ich habe die gleichen Sitzplätze gehabt, aber das Flugzeug wurde geändert und dementsprechend habe ich nicht die Exit Row gehabt, sondern saß mittendrin mit irgendeinem so Kasten an meinem Bein auch dran. Das war sehr, sehr anstrengend. Hatte sehr nette Nachbarinnen, die neben mir gesessen haben, im Flugzeug, aber das hat mich ein bisschen zerstört. Zweiter Flug war dann ein bisschen besser. Da gab es dann tatsächlich auch den gewünschten Sitzplatz mit sehr, sehr viel Beinfreiheit. Da wurde allerdings mein Special Meal als Veganer vergessen und musste ich aus der Business-Klasse versorgt werden. Sorry, good morning. Can you put it here? Yeah, perfect. Bad. Guten Tag, thank you. So, jetzt kam mein Kaffee gerade. Habe hier kein Frühstück im Hotel gebucht, weil ich ja tatsächlich morgens nur Kaffee oder Tee trinke und nichts esse. Und somit bin ich, glaube ich, auf einen Preis von ungefähr 70, 76 € pro Nacht gekommen, hier im Lancaster Hotel in Bangkok. Geile Sache, wirklich ein richtig cooles Hotel. Leute, die auch ein Gym gerne haben wollen. Also das Fitnessstudio sieht top aus, bin da vorhin schon mal vorbeigegangen. Wenn ihr mal wollt, dass ich euch eine Roomtour gebe oder euch das Hotel allgemein mal zeige, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, dementsprechend, wie gesagt, es gab kein Special Meal Vegan für mich. Dann gab es aus der Business Class aber so eine kleine Zusammenstellung, die dann doch mich nicht mega satt gemacht hat, aber das war in Ordnung. Ja, so war mein Ankommen hier in Bangkok. Dann bin ich angekommen, abends gegen 19 Uhr. Wir waren auch ein bisschen später, habe mein ganzes Gepäck bekommen und bin dann, als ich hier war, das war sicherlich auch um 8 oder noch später, weil es wirklich auch ewig gedauert hat alles, direkt nochmal los auf den Nachtmarkt, Jot Fairs, Food Market und musste unbedingt noch was thailändisches essen. Hatte da richtig Bock drauf. Und danach noch 2 Stunden Massage. Also ich bin zu einem Massagesalon, den ich bei Facebook angeschrieben hatte, ob die denn noch Kapazitäten haben. Ja, heute haben sie länger offen. Ja, hier ist auch gerade ein bisschen Action, wird rumgeschrien.
auf Chinesisch, glaube ich. Hab dann eine Stunde Massage buchen wollen, 200 Baht, 2 Stunden, 350 Baht. Habe ich gesagt, ach, ich nehme direkt 2 Stunden, weil ich so zerstört war. Und das merke ich heute auch. Also ich fühle mich richtig gut, obwohl ich diesen super anstrengenden Flug hatte. Jetzt aber erstmal meinen Kaffee und dann muss ich auch direkt wieder runter. Ich kann jetzt nicht auf die Uhr gucken, weil ich die nicht oben habe, die lädt noch, aber Tuk-Tuk-Tour. Und ich bin echt gespannt, was ich da heute so sehen werde. Heute mal wieder den Clash erlebt, den Clash der Kulturen quasi, ja. Kennt ihr bestimmt. In Thailand mit Pünktlichkeit und so, wenn 10 Uhr vereinbart ist mit dem Fahrer, wann kommt er dann? Ja, okay, ich gebe zu, heute ist ein bisschen anders. Ist 10 Uhr vereinbart gewesen mit dem Fahrer. Der war um 9:40 Uhr da. Und ich gehe um 10 nach 10 runter. Ja. Das ist, wie gesagt, der Clash der Kulturen. Robert trifft auf thailändische Pünktlichkeit. Ausnahmsweise, normalerweise kennt man das ja eigentlich andersrum, aber ja, ich habe gehört, der junge Mann, mit dem wir jetzt durch die Gegend fahren, mit dem Tuk-Tuk, ist auch so teilweise europäisch erzogen worden. Aber ich bin sehr gespannt, was wir heute in Thailand sehen werden. Auf jeden Fall muss ich Geld wechseln. Wo man das am günstigsten machen kann, das werde ich mir heute auch sagen lassen. Und dann schauen wir mal, was das wird. Ich steige mal in diesen wunderbaren Lift ein, wo ich den Überblick über das gesamte Hotel habe, hier im 15. Stockwerk. Ihr seht da hinten den Pool zum Beispiel, wo ist ein Ground. Da war ich vorhin ja schon. Uff, und es geht hier ganz schön tief runter. Ja, und jetzt holt er das Tuk-Tuk und ich schaue hier gerade die schöne Schmückung an am Hotel, denn es ist direkt chinesisches Neujahr, die Tage. Wird also viel gefeiert. Gestern, als ich zur Massage war, habe ich auch schon ordentlich Feuerwerk gehört hier. Deshalb ist hier auch ganz schön was los in Bangkok derzeit oder in Thailand, weil auch viele Chinesen hierher kommen, um das chinesische Neujahr zu feiern. Wunderbar, da kommt er. Sieht sehr gut aus. So, und los geht die Reise jetzt mit dem Tuk-Tuk. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in Thailand noch gar nicht so oft mit dem Tuk-Tuk gefahren. Denn ich habe ja immer Angst, dass man im Tuk-Tuk abgezogen wird. Und ich glaube, das ist auch ganz oft so. Aber ich habe jetzt das Tuk-Tuk über eine Empfehlung bekommen, also den Fahrer. Liebe Grüße, René. Und ich musste dafür auch schon ziemlich früh aufstehen heute. Also, wir haben uns um 10 jetzt getroffen, aber ich bin ja gestern erst um 2 ins Bett gekommen. Ganz einfach, weil ich ja erst zu spät angekommen bin. Ich habe noch 2 Stunden marschieren lassen und noch was essen wollte unbedingt, ja. Also ich musste ziemlich früh aufstehen, um 8. Was natürlich jetzt im Urlaub schon ziemlich früh ist. Liebe Grüße an Gezi natürlich. Aber ja, ich bin mal sehr gespannt, was wir da heute so erleben werden. Wir fahren jetzt erstmal dazu, Geld zu tauschen. Und nachdem wir Geld getauscht haben, geht's nach Chinatown. Was ich ja gleich mal feststellen muss, ist, dass das Erlebnis hier im Tuk-Tuk natürlich das pure Straßenerlebnis ist in Bangkok. Also jede Erschütterung, jede Wölbung hier halte ich mich fest, aber es macht natürlich auch unheimlich viel Spaß. Super cool. Ich hoffe, man kann mich trotz des Verkehrs recht gut hören hier im Verkehr. So, und ich bin jetzt bei Super Rich und ich habe auch eine Karte hier gezogen. Ich muss ein bisschen warten, wie ihr seht, da ist ganz schön voll, wird ganz schön viel getauscht. Ja, aber bei Super Rich kann man auf jeden Fall immer zu einem guten Kurs Geld tauschen. Auf gar keinen Fall direkt am Flughafen und auf gar keinen Fall direkt an den Gepäckbändern. So, nachdem wir jetzt Geld getauscht haben, fahren wir zum Flower Market, also zu einem Blumenmarkt. Bin ich ja mal sehr gespannt. Die Empfehlung habe ich bekommen, was da so los ist. Und ich glaube, ich war da tatsächlich auch noch nie, jedenfalls noch nicht, auf diesem Flower Market.
sind wir auf dem Weg zum Flower Market. Genau, und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was es da für Blumen zu sehen gibt. Wahrscheinlich ganz viel, so, die man opfern kann und so. Aber auch die Gegend hier finde ich ganz, ganz hübsch eigentlich. Bisschen grün und überall wieder hier diese Stromleitung zu sehen, wie in Thailand üblich. Ich bin mal gespannt, was wir so zu sehen bekommen. Ja, und bevor wir im Flower Market sind, gibt es natürlich schon die ersten besonderen Pflanzen zu sehen, die jetzt in Thailand mittlerweile legal sind. Ja. Cannabis. Ganz interessant dazu. Ja, hier gibt es jetzt gestern auf dem George Fairs Markt auch schon ganz viele Produkte gesehen mit Cannabis drin. Ja? Also ist jetzt legal hier und von daher ja, spannend, dass es hier so am Straßenrand steht. Hätte man sich mal direkt eine Blüte abmachen können. Na, hier sieht es doch schon sehr schön aus. Ne? Also was das... Ach, das ist doch aber nicht echt, sehe ich gerade. Das sieht sehr echt aus, aber es ist, glaube ich, alles unecht. Ja, so. Und hier gibt es dann auch die ersten echten. Oh, und es riecht natürlich gleich viel, viel besser hier als drüben im Plastikshop. Der Plastikshop wäre dann wahrscheinlich eher was für Tim. Ja, hier sieht es sehr, sehr gut aus. Und hier gibt es auch direkt so eine Gestecke, die man dann an den Tempeln befestigen kann als Opfergabe. Sind sogar hier richtig schön in bunt zu sehen. Ich glaube es nicht. Doch, die sind echt. Ja. Hübsch, ja. Wird hier sehr viel angefertigt den ganzen Tag. Jetzt sind wir hier in der Straße, wo es wohl morgens tatsächlich auch noch Früchte gibt, aber da ist schon geschlossen jetzt. Also, das gibt es immer nur morgens und dann irgendwann schließen die. Wahrscheinlich sind die ausverkauft oder es ist zu warm für die Früchte, ich weiß es nicht. Aber hier in dieser Straße ist heute nicht mehr, oder jetzt zu dieser Uhrzeit, es ist kurz vor 12, ist ja immer so die Zeit, dass ich möglichst in die Mittagshitze gehe, um meine Ausflüge zu machen. Letztes Jahr war das ja auch schon so. Ach, und jetzt gehen wir hier auch noch mal rein. Hier gibt es noch Blumen wieder, eine ganze Menge. Jetzt haben wir gerade nochmal nachgefragt und der Laden oder dieser Markt hat tatsächlich den ganzen Tag all day, all night geöffnet. Also deshalb sind hier auch ein paar Stände dann nicht besetzt, wahrscheinlich weil einige dann abends eher kommen oder nur morgens da sind. Ach, hier ist riecht auch richtig lecker, muss ich sagen. Ich dachte hier schon, hier gibt es Erdbeeren, aber es sind gar keine Erdbeeren, es sind kleine Rosen, die hier aufgefädelt werden. Das ist sehr schön. So, und jetzt sind wir zurück am Tuk-Tuk gleich und dann geht es weiter zu einem Tempel, wie ich ja vorhin sagte. Hühnchens gibt es hier auch. Also man verdient nicht nur mit der Garage Geld, sondern auch mit den Chicken. Ah, for Chicken Fights. Oh, ja, okay. Das ist jetzt natürlich nicht das, was ich jetzt am geilsten finde. So Kämpfe, Hahnenkämpfe. Aber ich muss trotzdem mal gucken. Also die Hähne mir hier anschauen. Die sehen natürlich ein bisschen gerupft aus. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich so eine Art Volkssport. Also die Tierchen sind hier natürlich ganz schön arm dran, sage ich jetzt mal. Ich würde die am liebsten kaufen und freilassen. Aber ja, das ist halt hier einfach anders als in Deutschland. So, und jetzt geht's direkt weiter. Ach, sehr schön. Jetzt fahren wir zum Tempel. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und da hat er auch gesagt, das ist eine richtige Empfehlung, das macht richtig Spaß da. Sind viele Touristen und wir müssen auch eine Maske tragen. Damit habe ich aber jetzt nicht so ein Riesenproblem und ihr hoffentlich auch nicht.
sind in Wat Arun. Kenne ich natürlich. War ich natürlich auch schon mal, aber ich muss ehrlich zugeben, das letzte Mal in einem Tempel in Bangkok ist lange, lange her. Also ich war in Chiang Mai gerne und viel in Tempeln, aber Bangkok ist lange her, deshalb kann man es auch mal wieder machen. Ausgerechnet jetzt, wo natürlich chinesisches Neujahr ist und die chinesischen Touristen auch wieder reisen dürfen, ist natürlich besonders voll, aber das finde ich nicht schlimm und ich finde es ehrlich gesagt richtig schön zu sehen, dass Thailand wieder kommt. Der thailändische Tourismus, das bedeutet natürlich auch, dass das Land wieder sich erholt davon. So, jetzt haben wir doch die Maske abgenommen. Ich weiß gar nicht, muss man vielleicht doch nämlich auch gar nicht mehr. Nur for safety reasons, auf dem Boot war es natürlich ganz schön voll wirklich. Aber jetzt hier draußen muss man es offiziell wahrscheinlich auch nicht. Machen wir mal ein bisschen Rundgang hier, ne? Ich bin immer wieder überrascht, wie spirituell so ein Ort doch auf jemanden wirken kann, auch wenn man gar nicht gläubig ist. Also, ich glaube, wenn es eine Religion gäbe, die mich interessieren würde, wäre es wahrscheinlich der Buddhismus, so mal dahergesagt, ganz einfach. Aber es ist schon ganz schön packend, finde ich, hier neben diesen Figuren zu stehen. Es hat auch eine Schönheit, eine Freundlichkeit, finde ich, das ist super. Ich liebe das immer sehr gerne, hier zu sein. Und es sieht natürlich einfach auch fantastisch aus. Ich meine mich auch daran zu erinnern, dass hier früher das Tor nicht war und dass man da auch hochwandern konnte. Das hat man jetzt aber, glaube ich, eingestellt und verboten, Zugemacht, einfach weil das Denkmal oder das Bauwerk zu sehr beschädigen würde, wenn da alle hochklettern. Außerdem ist es nicht ungefährlich, vermutlich, da hochzuklettern. Jedenfalls nicht, wenn man 100% dabei ist. Ja. So, und jetzt haben wir eine Bootsfahrt gemacht von keinen 5 Minuten und vor allem auch nur 5 Baht und sind jetzt angekommen bei Wat Pho, auch einer der Top 3 Tempel hier in Bangkok. Und ach, da sind wir vorhin vorbeigefahren. Stimmt. Und da war es richtig gut voll. Und hier stehen auch die Kollegen. Und jetzt gibt's. Ah, okay. Was für die Schuhe. The Lying Buddha hier. Ja. Ja. Der berühmte liegende Buddha hier. Lying Buddha. Und es ist doch schon schön, Thailand wieder so voll zu sehen. Der Tourismus ist wieder da, das ist doch super. Ja, es ist halt eine richtige Touri-Tour heute, mal wieder, ne? Weil wir sind ja auch Touristen, also ich zumindest. Ach, jetzt geht es hier wieder raus, glaube ich. Und dann geht es, glaube ich, zum letzten Tempel für heute. Und hier gibt es sowieso wieder schöne Fotomotive immer.
So, und wir sind jetzt auf dem Rückweg zum Tuk-Tuk, denke ich. Ach, wir sind nicht reingekommen in den letzten Tempel. Das heißt, ich bin nicht reingekommen, weil ich nicht proper gedressed bin. Heißt also, ich habe eine zu kurze Hose an. Das war in den anderen Tempeln jetzt kein Problem, aber hier schon. Ich hätte aber eine Hose kaufen können, die lang genug ist. Vielleicht war deswegen auch meine Hose einfach zu kurz, damit sie das verkaufen können. Ist mir egal. Ich habe heute schon genug Tempel gesehen. Nicht nur für heute, sondern auch für die nächsten Jahre, glaube ich. Das macht man ja alle paar Jahre mal. Und jetzt war ich wieder dran. Hat sich angeboten hier mit der Tuk-Tuk-Tour. Jetzt geht es aber erstmal weiter. So, und da sind wir jetzt offensichtlich in Chinatown angekommen. Und hier ist auch wieder, wie gehabt, eine Menge los. Viel Stau. Da lässt man Tuk-Tuk auch am besten stehen. Ja, und wir hatten das ja schon erwähnt, dass chinesisches Neujahr ist. Und das sieht man hier in Chinatown natürlich ganz exklusiv. Also ich war zwar schon mehrfach in Chinatown, aber sowas habe ich dann auch noch nicht erlebt. Chinesisches neues Jahr halt. Richtig toll. Ja, all diese Stände hier, die haben auch tatsächlich nur vegetarisches Essen, weil das Gemüsefestival ist derzeit. Also entsprechend kein Schweinefleisch, kein Rindfleisch und so weiter. Nur Vegetarisches hier zu essen. Hier in Corona-Zeiten noch gereist bin, auch da war es hier super voll. Ja, aber Bangkok hat es sowieso nicht so betroffen wie die ganzen Touristenecken. Ja, oh Gott, das war ein bisschen viel Chili gerade. Direkt in meiner Lunge. Aber hier gibt es, wie gesagt, sehr, sehr viel nicht nur Vegetarisches, wie ich sehe. Also von wegen vegetarisches Festival. Ja, Durian, das Obst, ja, das man nicht ins Hotel mitnehmen darf, weil man sonst Strafe zahlen muss. Ich glaube, ein paar Tage länger, weil der Gestank und der Geruch sich so hält. Obwohl es doch ganz lecker sein soll.
Meine Haare sehen mal wieder ein bisschen durchgewuselt aus. Ja, jetzt kommen wir hier einfach wieder in den Bereich, wo es eine Menge leckeres Essen gibt. Und entsprechend auch zu trinken. Ich habe mein Fahrrad schon wieder verloren. Ich sage, er ist zu klein. Ach, da ist er. Zeitweise ist es hier schon echt voll, muss man mal sagen. Aber ja. Aber nein, aber ja, aber nein. So, es ist 4:30 gleich, 16:30. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch schon so tot. Das Programm ist so straff natürlich dann, dass ich jetzt auch schon gesagt habe, lasst uns zurück zum Hotel. Ich bin wirklich super müde. Also nicht müde, aber ich brauche eine Pause. Will in den Pool und vielleicht auch ins Gym. Denn das gibt ja ein bisschen Energie immer wieder zurück und dann mal gucken, wo es heute Abend noch hingeht. Also das kann ich euch sagen, ihr könnt euch viel vornehmen mit dem Tuk-Tuk, aber ihr könnt natürlich nur begrenzt Sachen machen, logischerweise. Dementsprechend versuchen wir mal irgendwie wieder zurückzukommen hier. Ist auch mega voll mal wieder, aber naja. So, und dann geht auf einmal gar nichts mehr, weil hier scheinbar die Königstochter gerade vorbeifährt, gleich. Ganz spannend, aber auch ein bisschen angsteinflößend, ehrlich gesagt, weil man hier jetzt irgendwie so sehr eng beieinander steht. Es geht nach vorne nicht und es geht nach hinten nicht. Also so richtig wohl ist mir dabei nicht, aber was tut man nicht alles für die Königsfamilie? Ich bin gespannt, ich hoffe, wir können wenigstens einen Blick drauf erhaschen gleich. Ich verstehe auch nicht, was der sagt. Ja, from Germany. Standesgemäß. S-Klasse Maybach. Ja, ich würde sagen, das sind die Erlebnisse, die ich ja haben wollte in Chinatown hier. Das ist witzig. Die thailändische Königstochter gerade hier eingefahren und begleitet, scheinbar von einem ex-deutschen Taxi hier. Sieht jedenfalls diese S-Klasse so aus. Und dann können wir hoffentlich gleich weitergehen alle. Großartig. Ganz, ganz großes Kino hier in Thailand. So, ganz nett hier. Ach, Cardio wollen wir heute nicht machen, ne? Doch, sowas in der Art.
Und zwar ja, ganz gute Ausstattung, ganz klar. Und ich glaube, ich werde einfach hier diesen Freestyle-Bereich nutzen mit Kettlebell. Richtig cool. Das sogar mit so Boxausrüstung. Das ist ja geil. Also wenn man darauf Bock hat, hier gibt es einiges zu tun. Und nach meinem schweißtreibenden Workout im Hotel ging es dann noch einmal auf den Nachtmarkt Jot Fairs, wo ich einen super leckeren Papayasalat gegessen habe. Natürlich extra spicy, aber noch lange nicht Thai spicy. Dieses Video habe ich Bangkok Feeling genannt, weil ich damit einfangen wollte, was man in dieser wunderbaren und doch so anstrengenden Metropole alles erleben kann. Viel Sonne, richtig viel Geschichte, so tolle Gerüchte von frischem Essen, frischem Obst und unglaublich viele lächelnde Menschen. Ich fühle mich hier wie in einer zweiten Heimat und das doch so weit entfernt. Genießt die Bilder. Wir sehen uns in Krabi wieder.